Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Achim Wölfel, ich bin von Mehr Demokratie e.V. und gemeinsam mit Democracy International sind wir gerade dabei, in unterschiedlichen Ländern auf der Welt zu dokumentieren und einfach mal zu sammeln, mit welchen Herausforderungen Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren derzeit konfrontiert sind durch die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um die Eindämmung des Coronavirus zu bewerkstelligen. Und hier bin ich jetzt mit Franz Heinrich Harmes. Er ist Vertretungsberechtigter von einem Bürgerbegehren in Nettetal. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte mit ihm heute mal darüber sprechen, wie die Situation in Nettetal ist, vor welchen Herausforderungen das Bürgerbegehren steht. Ich freue mich, dass Herr Harmes bereit war, das Interview mit uns zu führen und würde jetzt das Wort an ihn übergeben. Ähm, Herr Harmes, danke für die Bereitschaft für das Interview. Können Sie vielleicht sich kurz vorstellen und Ihr Bürgerbegehren? Worum geht es denn in Nettetal? Ja, ich bin Franz Heinrich Harmes, Landwirt in Ruhr. Und wir haben in Nettetal folgendes Problem. Vor 50 Jahren ist eine Kulturhalle gebaut worden und die weist schon schöne Reparaturen auf. Und seit 2015 ist der Rat damit beschäftigt, was mit dieser Halle passieren soll. Und jetzt ist seit 2015 laufen dann engere Verhandlungen. Und 2019 im Juni ist dann im Rat beschlossen worden, dass die Halle saniert werden soll mit einem Betrag von 6,3 Millionen Euro. Und es ist aber von einigen Parteien kundgetan worden, sobald wenn es über 7 Millionen geht, dann stimmen die dem nicht zu. Und jetzt hat sich aber dann im Laufe des letzten halben Jahres dargelegt, dass Schadstoffsanierung betrieben werden muss, dass Schadstoffe sind. Und jetzt sind neue Kostenrechnungen und wir kommen jetzt an 12 Millionen Euro. Und Nettetal ist im Kreis Viersen die höchst verschuldete Stadt. Und dann haben wir vom Bürgerbegehren, also ich habe noch 2 Mitinitiatoren, wir haben gesagt, das kann die Stadt nicht verkraften oder die Bürger, die zukünftige Generationen nicht. Und da müssen wir was gegen unternehmen. Und wir müssen da eine Lösung finden. Die hohe Verschuldung ist für nachfolgende Generationen nicht tragbar. Und dann haben wir, nachdem dann der Rat beschlossen hat, aber nicht mehr mit allen Parteien, sondern nur noch mit CDU und SPD, dass die saniert werden soll für 12 Millionen Euro. Es ist aber 14 Tage später im Nettebetrieb, die verantwortlich sind für die Sanierung durchführen, da sind dann schon wieder andere Zahlen genannt worden. Dann wurde von 9,1 Millionen bis 12,7 Millionen standen sämtliche Zahlen im Raum. Da haben wir gesagt, das kann nicht sein und das wollen wir nicht. Dann sollen die Werner-Jäger-Halle abreißen. Die Schadstoffsanierung muss ja sowieso gemacht werden. Die soll zuerst durchgeführt werden, dann soll die abgerissen werden. Und wenn die abgerissen worden ist, dann kann man sich überlegen und unterhalten, was passieren soll. Aber nicht jetzt alles in einmal beschließen, weil jede Sanierung, ist egal wo was gebaut wird, wird im Endeffekt viel, viel teurer. Und das war uns zu gefährlich und deswegen wollten wir, dass die Werner-Jäger-Halle abgerissen wird und dass dann vernünftig auch mit den Initiatoren überlegt wird, was man macht. Es ist neben einer Gymnasium und dieses Gymnasium muss eine Schulaula haben. Das steht für uns ja nicht in Frage. Die soll auch gebaut werden. Aber die sollte in den Planungen mit in der Kulturhalle einfließen. Und da wird uns jetzt zum Vorwurf gemacht, wir wollten keine Schulaula mehr haben für das Gymnasium. Aber das ist alles falsch, weil wir befürworten das. So, und dann haben wir ein Bürgerbegehren eingeleitet, schon Ende letzten Jahres. Sind wir bei der Stadt gewesen und haben uns informiert, nachgefragt und haben dann auch Gesetzestexte gekriegt, aber die alle schon überholt waren. Ob das jetzt Absicht war, will ich mal dahingestellt lassen. Aber wir sind an der Nase rumgeführt worden von der Verwaltung.
Und dann sind wir an mehr Demokratie ausgekommen und dann haben wir uns richtig beraten lassen und dann haben wir einen vernünftigen Antrag eingebracht, haben auch sofort diese Unterschriftenliste mit gemacht und haben die mit eingereicht und haben gesagt, hier, das ist unser Antrag und die Unterschriftenliste sollen sie mit prüfen, dann bräuchten wir die nicht nachher prüfen lassen. Und dann hat es aber ganze 9 Wochen gedauert, ehe die Stadt die Kostenschätzung ausgeschickt hat. Und das war am 14. März. Und wo wir so unheimlich geschockt waren, weil am 13. März hat Laschet, Landesregierung, Merkel, Bundeskanzlerin, verkündet, keine Kontakte mehr, zu Hause bleiben, nie rausgehen. Also wir haben die Vermutung, da die Kostenschätzung auch in Teilen falsch ist, die die Verwaltung erstellt hat, was wir auch belegen können, vermuten wir, dass das alles eine gewollte Aktion war, dass das rausgezögert werden sollte, dass wir die nicht kriegen wollten und wo dann mit Corona die Sperren kamen, dass wir die dann gekriegt haben, weil wir dann nichts machen konnten. Herr Harmes, erstmal herzlichen Dank für Ihre Vorstellung des Bürgerbegehrens. Wie stellt sich denn jetzt konkret die Situation dar für Ihr weiteres Vorgehen? Also Sie können ja derzeit keine Unterschriften sammeln aufgrund der genannten Einschränkungen. Wie machen Sie denn jetzt weiter als Initiative? Richtig. Wir haben bereits Anfang März bei der Verwaltung Kontakt aufgenommen. Die sollten uns mal erklären, Corona, was passieren könnte und sollte. Und die haben gesagt, sie würden auf jeden Fall das Gesundheitsamt zuerst konfrontieren und das mit denen besprechen. Nur, wir haben nie was gehört, wir haben die Kostenschätzung gekriegt, waren natürlich total geschockt und haben dann erstmal abgewartet, was sich tut, aber von der Verwaltung kam nichts. Und dann haben wir das Ministerium eingeschaltet für Kommunales und die sind an der Sache am Arbeiten. Wir haben vor 14 Tagen nochmal Kontakt mit denen aufgenommen und wir haben heute wieder Kontakt und haben heute gesagt, also die sollen uns dann wenigstens die Freigabe geben, dass wir rund gehen dürften, die Zettel verteilen. Wir kämen ja dann auch mit anderen Leuten in Berührung, aber wenn uns nicht geholfen wird, dann müssten wir irgendwas unternehmen. Ja. Und da wollen wir jetzt kurzfristig eine Stellung vom Ministerium haben, weil wir wollten sonst Karfreitag anfangen und Zettel verteilen. Wir können ja keine Gespräche groß führen, jetzt Corona-bedingt, aber wir wollen das nicht jetzt die Frist, die bis zum 25.04. gehemmt ist. Wir wollen die Zeit mitnehmen und wir wollen irgendwas unternehmen. Ja. Unser Bürgermeister hat vor 14 Tagen einen Pressebericht gemacht und hat gesagt, dass er die Bürgerinitiative unterstützen würde und dass er dafür sorgen würde, dass wir ein geordnetes Verfahren durchführen können. Nur was nützt die Aussage, wenn die Zeit verstrichen ist? Sie haben jetzt gerade die Frist schon zweimal erwähnt. Welche Frist gilt denn da jetzt für Sie? Können Sie vielleicht dazu noch ein paar Sätze sagen? Ja, die Frist war ja gehemmt bis zur Kostenschätzung. Und wie die Kostenschätzung rausgegangen ist, war die Fristhemmung vorbei. Also muss man vielleicht für die Zuhörer dazu sagen, also da geht es um die Frist jetzt, die man hat, also die Zeit, die man hat, um einen Ratsbeschluss mit einem Bürgerbegehren anzufechten, weil es sich um ein obligatorisches Bürgerbegehren bei Ihrem Bürgerbegehren handelt. Und Sie haben also nur 3 Monate Zeit, um so einen Ratsbeschluss anzufechten. Richtig. Und der Ratsbeschluss war am 21.11. Und dann hat eine Partei wollte einen Ratsbürgerentscheid herbeiführen. Und der ist dann in der nächsten Ratssitzung abgelehnt worden und das haben wir erst abgewartet. Und danach sind wir beim Amt gewesen und haben gesagt, wir machen ein Bürgerbegehren. Nur um keine Zeit zu verlieren. Aber da können Sie mal sehen, wie die auch mit der Zeit spielen. Okay. Und das heißt jetzt für Sie, also die Frist läuft jetzt weiter quasi, da Sie ab dem 14.3. Unterschriften sammeln können. Und das heißt, Sie haben jetzt noch 3 Monate ab dem 14.3. quasi Zeit, diese Unterschriften zu sammeln, aber können de facto ja gerade nicht Unterschriften sammeln gehen.
Nee, wir haben keine 3 Monate Zeit mehr. Die Frist ist ja gelaufen vom Ratsbeschluss Mhm. bis zum 18.01., wo wir unser Bürgerbegehren eingebracht haben. Okay. Da war die Frist ja auch nicht gehemmt. Und wo wir die eingebracht haben, war die Frist gehemmt, bis die Stadt uns die Kostenschätzung mitgeteilt hat. Und dann war die Frist wieder frei. Okay, das heißt, Sie haben wie lange jetzt noch, um die Bis Unterschrift zum, zusammenzubekommen? bis zum 25. April. 25. April, okay. Das Ist stellt noch sich 3 natürlich Wochen. unter den gegebenen Umständen durchaus schwierig dar. Wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Stadt oder an den Gesetzgeber äußern könnten, wie könnte man denn jetzt die Bedingungen so verbessern, dass Ihr Bürgerbegehren die Möglichkeit hätte, quasi das demokratische Recht eines Bürgerbegehrens wahrzunehmen? Also wie könnte man Ihnen die Möglichkeit geben, für Ihr Bürgerbegehren einzustehen? Also für mich und für uns Initiatoren steht fest, der Bürgermeister hätte die Kostenschätzung nicht rausschicken dürfen, wegen der Corona-Krise. Dann wäre die Frist auch noch gehemmt. Und unseres Erachtens war das eine mutwillige Aktion von ihm, um uns da dumm stehen zu lassen. Okay, also wenn ich Sie dann richtig verstehe, also man hätte die von städtischer Seite, von Verwaltungsseite die Kostenschätzung erst noch zurückhalten sollen, damit diese Frist nicht weiterläuft. Das ist jetzt leider nicht geschehen. Was gibt es denn, was man jetzt noch auf den Weg bringen könnte, um Ihrem Bürgerbegehren zu helfen? Also gäbe es jetzt konkrete Maßnahmen, die die Politik ergreifen könnte, damit Sie weitermachen könnten? Ja, wir haben jetzt beim Ministerium gefragt, wir wollen eine Sonderregelung haben, dass Okay. wir laufen dürfen. Ansonsten müssten die Zeit, solange wie Corona ist, anhalten und dann, wenn Corona vorbei ist, dann ab dem 14.03. uns Hm. die Zeit wieder lassen. Das wäre eine demokratische, vernünftige Lösung. Also eine Fristhemmung würden Sie dann noch ins Spiel bringen, dass man einfach sagt, ab jetzt werden die Fristen eingefroren und sobald die äußeren Umstände es wieder erlauben, könnt ihr mit der Unterschriftensammlung beginnen und die Fristen laufen wieder weiter. Oder man sucht eben, das war jetzt Ihr anderer Vorschlag, wenn ich das verstanden habe, also man gibt eine Sondererlaubnis, um eine Unterschriftensammlung unter entsprechenden höheren Sicherheitsvorkehrungen zu erlauben. Richtig. Okay. Alles klar. Herzlichen Dank, Herr Harmes, für die Erläuterungen und für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für das Interview. Danke fürs Gespräch und Ihnen alles Gute für das Bürgerbegehren. Ich bedanke mich auch, dass ich kundtun darf, dass der Bürger auch mal gewahr wird, in welcher Bredouille wir sitzen. Danke.